Ja, die Digitalisierung schreitet voran und mit ihr wächst auch die Menge an Daten, die in den Unternehmen entstehen. Aber wie bekommt man diese Daten in den Griff und vor allen Dingen, wie entsteht aus Big Data Smart Data? Das sind so die Fragen, über die ich gerne jetzt sprechen würde mit Harald Eppinger, Geschäftsführer von Kojung, und Björn Köppe, Geschäftsführer von PKN Datenkommunikation. Ja. Erstmal vielen Dank, dass Sie da sind und dass wir hier ein bisschen über das Thema sprechen können. Datenmenge, habe ich gesagt, wächst an. Diese Gesprächsrunde ist überschrieben mit dem Thema Datenflut. Wie beherrsche ich die Datenflut? Ist das übertrieben, wenn ich jetzt sage, wenn man von der Datenflut spricht? Also ist das wirklich so, dass die Datenmengen extrem wachsen und man da schauen muss, wie man damit umgeht in den Unternehmen? Also das ist schon so, dass die Daten unheimlich wachsen und vor allen Dingen das, was an Daten generiert wird und vor allen Dingen die Geräte, die Daten generieren, immer mehr dazukommen. Das heißt, von Datenflut kann man schon sprechen. Man hat schon unheimlich viele Daten, die sich überall ansammeln und mit denen man dann hinterher irgendwas machen muss. Wenn man sie einfach nur ansammelt, sind es einfach wertlose Daten und nutzlos. Man muss sich schon einen Zweck überlegen, was man mit den Daten tut. Okay. Ja, ich würde es auch bestätigen. Wenn man einen Rückblick hat, bei uns in der Elektronik war mal Traceability ein ganz großes Thema. Das war Datum, Uhrzeit und ein Status. Und das waren ein paar Bits und Bytes und das war es dann eigentlich. Und heute hat man natürlich einen ganz anderen Anspruch. Ja, die Datenmenge, die man erzeugen kann, die Datenmenge, die über die Parametrisierung der Prozesse eben kommt, ist sehr, sehr wichtig und steigt immer mehr. Wir haben eine Packungsdichte heute, die ist so unglaublich, dass man eigentlich verstehen muss, was den Wert die Daten haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht die Datenflut, die das ausmacht, sondern es ist die Kunst, die richtigen Daten zu schreiben und auch die richtigen Daten dann vielleicht sogar schon vorverdaut zur Verfügung zu stellen. Wir haben alle unterschiedliche Interessen an den Daten. Ja. Und es gibt diese Rohdaten und es gibt die schon verarbeitete Daten. Und ich glaube, da fängt dann schon die Definition an, ab wann ist überflüssige Datenflut und wann ist wirklich elementare Datenflut. Okay. Also ja, es wird mehr. Okay. Die Frage ist auch, ob man Daten, die man jetzt heute nur erhebt, um sie zu erheben, ob man die anderen Zwecken zur Verfügung stellen kann, wie zum Beispiel der Forschung. Also Universitäten, die an KI forschen, brauchen Unmengen an Daten, im besten Falle auch Echtdaten, mit denen sie quasi Modelle erarbeiten können, die in der KI-Forschung nachher wieder eine Rolle spielen. Das heißt, auch da muss man sich vielleicht einen Weg überlegen, wie man Daten, die man tatsächlich eigentlich selber nicht verwenden kann, wie man die so anonymisiert anderen zur Verfügung stellt, dass sie damit wieder arbeiten können. Okay. Also vielleicht nochmal, um das ein bisschen konkreter zu machen. Wenn ich von Daten spreche, dann spreche ich davon Daten, die von den Sensoren aus den Maschinen kommen, Qualitätsdaten möglicherweise, die aus der Qualitätssicherung kommen. Also das ist so das Spektrum. Also oder? Vielleicht ganz klar aufzugreifen. Wir sprachen früher von Inspektionssystemen. Ja. Heute sind es Messsysteme. Ja. Ich habe meine Terminologie geändert. Ich rede nicht mehr vom System. Ich behandle das eigentlich viel lieber als Sensor. Ist zwar nach wie vor eine große Kiste, aber das, was rauskommt, sind sensible Daten. Die sind auch wirklich sehr wichtig, sensible Daten, weil es Prozessdaten sind. Da ist auch Industrie-Know-how dahinter. Das muss man ganz klar sehen. Aber man muss halt auch tatsächlich sich darüber Gedanken machen, dass jeder einzelne Prozessschritt in seinem Qualitätsergebnis protokolliert ist. Und zwar nicht einfach nur gut oder schlecht oder innerhalb einer Toleranz. Der echte Wert ist registriert. Und das bringt eigentlich die Grundlage, etwas damit zu tun. Für jeden. Aber ganz klar muss man sagen, man müssen die Daten zur Verfügung stellen. Aber gleichzeitig ist in den Daten unglaublich viel Industrie-Know-how. Das darf man nicht verkennen. Wenn man diese Daten richtig auswertet, weiß man, was jemand tut. Ja. Genau, das ist eben genau die Frage, wie man die Daten so anonymisieren kann, dass jemand anderes da eben nicht Rückschlüsse auf das Firmen-Know-how oder beziehungsweise auf den Herstellungsprozess lesen kann, sondern dass er damit weiterarbeiten kann und Modelle erarbeiten kann. Und vor allen Dingen ist es ja heute auch so, dass diese Datenspeicherung an sich, also es war ja lange Zeit ein Problem, Daten in großen Mengen abzulegen und abzuspeichern, auch schnell abzuspeichern. Wir haben früher darüber gesprochen, eine Standard-Festplatte mit einer magnetischen Spindel konnte 160 Megabyte Daten pro Sekunde schreiben. Heute sind wir mit SSD-Systemen bei über 550 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, ich kann heute auch technologisch Daten einfach in Größenordnungen ablegen und abspeichern. Und gerade wenn so ein kompletter Qualitätsprozess damit belegbar ist, der möglicherweise in 2-3 Jahren auch noch eine Rolle spielen kann, weil man möglicherweise einen Rechtsstreit hat oder einen Garantiefall hat oder sonst irgendwas
hat, dann kann das schon sehr sinnvoll sein, Daten lange auch vorzuhalten. Okay. Also Speicher ist nicht mehr das Thema, Speicher ist billig. Speicher ist immer da und immer verfügbar und unendlich skalierbar heutzutage. Okay. Also ich würde auch sagen, die Auswertung ist heute kostspieliger wie das Speichern der Daten. Ja. Und ich glaube, da ist auch der Knackpunkt, was tun wir mit den Daten? Und ich glaube, das bildet auch die Brücke der Nutzbarkeit und des Add-on-Values, weil wir reden alle davon, es muss effizienter werden, es muss zielorientierter werden, Fehlervermeidung, präventive Maßnahmen im Fertigungsprozess. Predictive Maintenance. Predictive Maintenance. Ja. Und ich glaube, dazu sind die Daten ganz, ganz hervorragend geeignet. Aber kann man denn, wie fange ich denn an, sage ich jetzt? Also wie mache ich denn aus Big Data Smart Data? Sprich, wie analysiere ich denn die Daten? Wie ziehe ich da mein Wissen raus? Was sind denn so die Ansätze letztendlich? Kann man das so vereinfacht? Im Prinzip kann man das heute mit Deep Learning beschreiben, also alles, was quasi die Grundlage für KI ist. Ich kann, wenn ich beschreiben kann, wie ein Datensatz gut ist, also wie er aussehen muss, dann kann ich eine Maschine oder eine Software in die Lage versetzen, das zu erkennen und daraus auch Rückschlüsse zu ziehen, um mir ein Ergebnis zu liefern. Das ist quasi die Grundlage für jegliches KI-System, was man heute hat. Okay. Bei uns sieht es so aus, unsere Maschinen nehmen die Daten auf und speichern sie ab in der Datenbank. Und über diese Kenngrößen können wir eben einen Prozess visualisieren. Das heißt, das ist ein Bestückungsprozess, das ist ein Lötprozess. Also wir wissen wirklich jegliche Veränderung im Prozess. Und mit den verschiedenen Tools, Deep Learning, Machine Learning, AI, kann man eben ganz bestimmte Dinge erkennen oder Fehlverhalten erkennen. Denn wir leben in einer Zeit, wo das ursprüngliche Material nicht mehr den Qualitätsstandard hat. Also diese Materialknappheit der letzten 2 Jahre hat dazu geführt, dass man alles mehr oder weniger verbaut hat und damit aber das Ergebnis gar nicht erreichen konnte. Man hat aber nicht, was es verursacht hat. Also all diese Dinge, diese Fehlervermeidung, Preventive Maintenance ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Aber es geht noch weiter. Da würde man ja sagen, man versucht den Fehler zu vermeiden. Die Miniaturisierung bei uns auf der einen Seite, die lasst keine Aktion mehr zu nach dem Fertigungsprozess. Es ist so klein, das kann man gar nicht mehr greifen. Das heißt, alle Aufwendungen müssen vorher schon implementiert werden, müssen vorher schon sozusagen ganz, ganz weit an der oberen Grenze sein, weil jeder Fehler eigentlich zum Totalausfall führt. Also Trash, Verwurf der Leiterplatte. Oder jetzt reden wir halt vom Halbleiter, von Packaging, was im Prinzip eine hochminiaturisierte Leiterplatte ist. Aber es wächst von der Analyse in der Vergangenheit in den Status rein, es besser zu machen und auf einem ganz hohen Niveau zu halten. Und ich glaube, das ist ein ganz bestimmter Punkt, wo dann die ganzen neuen Tools eben greifen und sagen, etwa in 2,5 Stunden wird das passieren. Genau. Ich kann erkennen, ob ein Bauteil kaputt geht, bevor es kaputt geht. Dass es sich quasi in einen Rhythmus bewegt, wo es nicht mehr so gut funktioniert. Und an der Stelle kann ich schon eingreifen und dann habe ich eben eine Fehlproduktion am Ende des Tages vermieden. Und das ist ein sehr guter Ansatz, um Daten zu verwenden. Aber so eine Produktion ist ja sehr heterogen. Und habe ich denn die Daten überhaupt, also alle Daten, die ich brauche, so in dem Format oder in der Form verfügbar, um sie auch auswerten zu können? Ich habe da verschiedene Maschinenhersteller, unterschiedliche Maschinen unterschiedlichen Alters, ich habe IT-Systeme etc. Also ich stelle mir auch das relativ schwierig vor, dann da wirklich aus allen die Daten so rauszufinden, rauszuholen, dass ich sie auch wirklich verwerten kann. Das ist natürlich schwer. Die Infrastruktur ringsherum muss natürlich mitwachsen. Ja, man erlebt das in der Produktion häufiger, dass man halt Geräte in Schaltschränken und in Netzwerkschränken hat, die im Endeffekt 5 cm dick Staub auf ihrem Rücken tragen. Und man sagt, das ist dann eigentlich heute nicht mehr dazu geeignet, um damit Daten quasi sinnvoll von A nach B zu transportieren, abzulegen und hinterher wieder einer Software zur Verfügung zu stellen, die sie auswerten soll. Also da muss man investieren an der Stelle. Also ich glaube auch, man muss ganz klar sagen, die Daten, die entstehen durch Kommunikation auch miteinander. Also wir haben die Rohdaten, das ist das Ergebnis eines Prozessschrittes, mehrere in der Elektronikfertigung. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass ja ein Modul, das vorgeschaltet war, genau diesen Prozessschritt gemacht hat. Sei es jetzt ein passender Druck, sei es eine Bestückung. Und das Schwierigste ist, die Kommunikation aufrechtzuerhalten zwischen den beiden, also die aneinander stehen.
um damit zu wissen, welcher Kopf wer was gemacht hat, damit man das auch zuweisen könne. Ich glaube, der partnerschaftliche Umgang, der jetzt zwischen den Firmen entsteht, weil jeder sagt, es sind nicht nur meine Daten, sondern wenn ich die Daten öffne, kann jemand anders mir helfen, besser zu werden. Ich glaube, das ist eine interessante Akzeptanzschwelle, die wir erreicht haben. Das Zweite an der Geschichte, was ich glaube, ist ein sehr wichtiger Punkt, ist, dass dann die Ergebnisse visualisiert werden müssen. Wir leiden alle unter dem Facharbeitermangel. Wir müssen oder Expertenmangel, nennen wir es nicht nur Facharbeitermangel, sondern Expertenwissen. Das Expertenwissen driftet, das shiftet weg und wir müssen jetzt Tools liefern, um das darzustellen. Wir müssen helfen, in diesem Datenvolumen, dieser Datenvielfalt genau die richtige Visualisierung zu machen, damit dann jemand die richtige Aktion anwenden kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Wichtige an der Stelle ist, dass eben durch diese Visualisierung der Ergebnisse der Mensch dabei unterstützt wird, seine Aufgabe zu erledigen und dadurch seine Aufgabe möglicherweise schneller erledigen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade heute. Ja. Sind es dann auch eigentlich auch die Herausforderungen oder die Painpoints, mit denen auch die Kunden dann zu Ihnen kommen oder mit denen Sie dann über die Sie dann mit den Kunden sprechen? Also ist es bei den Anwendern tatsächlich so ein Problem? Natürlich, der klassische Anwender bei uns fokussiert sich auf seinen Prozess und seine Aufgabe, aber er muss momentan mit der Aufgabe wachsen, er kriegt andere Aufgaben, sehr viel komplexere Aufgaben, komplex auch die Zusammenhänge zu erkennen. Und ich glaube, dieses Steuern und Führen von den Mitarbeitern ist ein ganz wichtiger Punkt, um eben diese komplexen Sachverhalte besser verstehen zu können, auch richtig zu agieren. Es ist nicht mal damit getan, dass man irgendwo an der Schraube dreht und irgendwas verbessert, sondern das hängt alles in der Zwischenzeit zusammen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir haben es geschafft, auf der Ebene mit Geschäftspartnern in der Branche zu kommunizieren. Es wird interessant, wie man aus der Ebene in diese Ebene kommuniziert. Und das versuchen wir auch jetzt schon seit einigen Jahren, denn wir haben einen Datensatz, den jemand anders in dem Rohformat nicht brauchen kann. Wenn wir unseren Datenflut aufmachen, dann ist das für manche andere wie Niagara-Wasserfall. Sondern wir müssen irgendwo das mal filtern, ich möchte das oder das haben. Und dann können wir MES-Systeme, Steuerungssysteme und andere Player mitversorgen mit relevanten Daten. Das heißt, ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, dass man dann sagt, es muss ein Pre-Processing stattfinden, damit der Nächste noch optimaler wieder in seinem Spezialgebiet arbeiten kann. Und es muss eine Standardisierung der Schnittstellen und Kommunikationsschnittstellen vor allen Dingen stattfinden, damit man überhaupt in die Lage versetzt wird, Daten miteinander sauber auszutauschen. Ja, okay. Aber nicht, es ist nicht immer, wenn ich hier blau reingebe, kommt auf der anderen Seite auch blau wieder raus, sondern das kann durchaus auch mal grün werden und das muss man einfach wissen. Wenn man sich nicht verabredet hat für die richtige Kommunikationsstrategie, wie die Maschinen miteinander reden, dann wird das schwer, dass man da sinnvoll mitarbeiten kann. Das ist so. Und ganz kurz nur noch mal zum Fachkräftethema. Man muss die Leute auch ein Stück weit mitnehmen, weil die Angst oder das, was die Painpoints, die Leute haben, die heute in den Fabriken arbeiten oder die heute die Daten auswerten und heute ihre Knöpfe drücken, wie Sie gerade so schön gesagt hatten, die haben aktuell Angst davor, dass ihnen diese Arbeit vielleicht einfach weggenommen wird, weil eine Maschine das zukünftig besser und schneller machen kann. Das ist gar nicht der Punkt, weil wir haben dieses Thema Fachkräftemangel führt dazu, dass man diese Leute nehmen muss, höher qualifizieren muss und die mit Aufgaben versorgt, die eben durch andere Softwaresysteme vorher schon vorgefiltert einfach Informationen visualisiert liefern. Weil der Mensch, der in der Mitte sitzt, der muss immer noch eine Entscheidung treffen. Das kann heute eine Software nicht so ohne weiteres abbilden. Das geht schlicht und ergreifend nicht und es geht auch moralisch heute nicht. Das heißt, da muss man die Leute auch ein Stück weit abholen und beruhigen dahingehend, dass sie nicht übermorgen ihre Arbeit los sind, sondern ihre Arbeit wird einfach sich ändern. Sie werden eine andere Aufgabe haben. Jetzt ist schon ein paar Mal der Begriff Predictive Maintenance gefallen. Darüber und auch, was dann letztendlich ich aus den Daten ziehen kann, also wo der tatsächliche Nutzen ist und vielleicht, ob ich auch wirklich immer alle Daten sammeln muss. Darüber sprechen wir in der kurzen Pause, nach einer kurzen Pause. Okay.
Okay, dann würde ich jetzt gleich im Anschluss die Frage stellen, und zwar zum Thema Predictive Maintenance und so Nutzen. Ja, also wie gesagt, Sie hatten vorhin beide ab und zu schon mal das Thema Predictive Maintenance genannt. Das wird häufig genannt, wenn man fragt, okay, was kann ich denn aus Daten rausziehen, wo habe ich denn meinen Benefit bei der smarten Fabrik etc. Dann wird oft Predictive Maintenance genannt, sprich also so eine vorausschauende Wartung. Ich erkenne früher, wann eine Maschine vielleicht ausfällt oder Probleme bekommt. So. Ist das der Hauptnutzen bei Thema Daten? Weil letztendlich muss ich ja schon ein bisschen breiteres Spektrum an Nutzen haben, dass ich mir überhaupt diesen Aufwand auf mich nehme, oder? Also wo habe ich die Benefits? Also der Nutzen ist halt ganz einfach, dass meine Produktion einfach keine Fehler liefert und ich damit natürlich Ressourcen spare und mir auch Zeit spare. Also sprich Ausschuss reduzieren, genau, und wir sind dann beim Thema auch Qualitätssicherung und Inspektion. Genau. Das heißt, ich stelle fest, ein Bauteil geht kaputt, bevor es kaputt geht. Wir nutzen das Thema in der IT schon viel, viel länger. Wir erheben ja schon sehr lange Daten, also gerade das Thema Durchsatzerhöhung, Bandbreitenerhöhung, wo wir vorher schon feststellen, da läuft ein Speichersystem voll, da ist eine Portschnittstelle zu eng dimensioniert. Dann wissen wir das schon lange bevor das passiert und können entsprechend reagieren, damit dieser Ausfall, der sich da anbahnt, gar nicht erst zum Tragen kommt. Und das ist eben in der Produktion dasselbe Thema. Also man muss vielleicht nochmal unterscheiden, Maintenance ist eine Sache und allein die Predictive Maintenance hat schon Vorteile mit einer Kapazitätserweiterung. Heute sind die Wartungszyklen festgeschrieben. Das heißt aber nicht, dass der Wartungszyklus denn tatsächlich notwendig wäre in der Zeit. Das heißt, Sie können sozusagen auch die Wartungszeiten optimieren, damit die Maschine länger oder die ganze Linie länger in Produktion ist. Also nicht nur, wenn der Fehler entsteht, sondern wenn alles in Ordnung ist und alles gut ist, lässt man die Maschine weiterlaufen. Im Druckbereich gibt es das Reinigen. Wir haben Sequenzen, teilweise, die sind unsinnig. Man kann viel länger drucken, aber man muss wissen, wenn es dann davonläuft. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben einmal diesen Prozess, also nicht nur allein das Bauteil, sondern die einzelnen Prozessschritte, die variieren. Jetzt haben wir im Fertigungsprozess unserer Elektronik zig Prozessschritte und die kann man immer noch weiter runterbrechen. Aber wenn eine Veränderung stattfindet, dann ist es sozusagen voraussagbar, dass daraus irgendwann eine intolerante, also nicht akzeptable Abweichung entsteht. Und die können wir sozusagen rechtzeitig abgreifen und können damit mit der intelligenten Kommunikation sozusagen verhindern, dass wir nur mal ansatzweise an den Toleranzbereich kommen. Ne? Das ist mal die eine Sache. Predictive Maintenance aus zwei Aspekten. Eine Fertigung, Optimierung, den Durchsatz erhöhen, gleichzeitig aber die Qualität stabilisieren. Aber neben dem Ganzen ist natürlich auch die Projektion einer potenziellen Qualitätslevel. Ich kriege eine neue Leiterplatte und kann auf historische Daten zurückgreifen. Ja. Wie kann ich die produzieren? Wo hatte die Probleme? Wo musste ich eingreifen, bis die Qualitätskurve das erwartete Level hatte? Ich glaube, das sind alles Aspekte, die kann man nicht einfach nur unter der Datenflut abschreiben, sondern da sind so viele Nutzen da. Ja. Und ich glaube, es fängt langsam an und bei uns als reiner Maschinenhersteller, vielleicht vor 15 Jahren, haben wir heute einen Softwareanteil, der ist unglaublich. Gleichzeitig sehen wir, was wir in der Tasche haben, könnten andere auch noch viel besser nutzen und auch nochmal obendrauf dazu beitragen. Und ich glaube, dieser Austausch, die Bereitschaft, darüber zu sprechen, wie man Daten standardisiert, wie man Datenaustausch standardisiert. Ich glaube, da sind wir noch in einem relativ frühen Stadium. Das finde ich ein gutes Stichwort, weil auch die Bereitschaft der Firmen, also der Anwenderfirmen dann in dem Fall, ihre Daten, gerade so für das Thema Predictive Maintenance, nach draußen zu geben, ist, glaube ich, auch noch verhalten, oder? Also ich kann mich erinnern, ich habe einen Vortrag moderiert, ein Forum moderiert, da gab es einen Vortrag von einem Roboterhersteller, der dieses ganze Thema Predictive Maintenance vorgestellt hat und gesagt hat, was alles Tolles möglich ist jetzt, wenn doch dann, wenn sie die Daten von den Robotern, die bei den Unternehmen im Einsatz sind, wenn sie darauf Zugriff haben. Ja. Und das endete in dieser Vortrag fast in einem Flehen, gebt uns eure Daten so. Ja. Also da, glaube ich, ist schon auch noch ein bisschen Zurückhaltung da. Es ist natürlich eine Hürde da,
war, weil eben, das ist vorhin schon mal angesprochen worden, da stecken ganz viele Firmengeheimnisse drin in den Daten. Wenn ich einfach unkontrollierend alle meine Daten preisgebe, kann es sein, dass ich mein Produkt preisgebe. Und das will natürlich niemand und das muss man auch verhindern. Ja. Das darf auch nicht passieren. Deswegen sage ich, man muss da an Schnittstellen und an Standards arbeiten, wo man sagt, wenn ich ein gewisses Ergebnis erzielen möchte, dann brauche ich nur den Anteil der Daten und wenn ich damit müsste ich das Ergebnis erzielen können. Ja, da muss man halt in den Austausch kommen. Das ist eben wichtig, dass die verschiedenen Hersteller miteinander in Austausch sind und miteinander darüber reden, wie kann man denn den Gesamtprozess verbessern. Aber, ja. Also ich kann nur zustimmen, es geht halt schlicht und einfach darum, die richtigen Daten in den richtigen Händen sind sehr wertvoll. Ja, so muss man das wirklich sagen. Wir müssen lernen, miteinander zu kommunizieren und zu definieren. Wir haben alle schon festgestellt, dass dieses Reverse Engineering einfach etwas wieder von einem Objekt rückwärts auseinanderzunehmen, nachzubauen. Das würde ich heute als grobe Tätigkeit bezeichnen. Wenn Sie das Prozess-Know-how haben, ist das mehr wert als die eigentliche Funktionalität der Leiterplatte. Ja. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, die wir haben, dass diese Daten durchaus in falsche Hände kommen. Also ich mache mir mehr Gedanken über, wo die Daten landen, als über das Datenvolumen. Mhm. Weil wir natürlich da schon und auch gerade in Europa ein tolles Know-how haben. Aber das liegt dann letztendlich an den Herstellern sicherzustellen, wenn sie die Daten in irgendeiner Weise verwerten, wo sie die lagern und das hat die entsprechende Thema. Also ganz klar, wir versuchen nicht an die Daten ranzukommen und zu lagern. Wir überlassen es tatsächlich auch, um diese Akzeptanz zu bekommen, diese Daten zu sammeln. Also wir überlassen dieses Datenmanagement komplett unseren Kunden, kommen dann andere Firmen mit ins Spiel, weil wir sagen, wir hätten es gern zwar so und so, aber ganz klar, ich weiß nicht, ob wir die Verantwortung haben wollten, diese Daten zu haben. Gleichzeitig haben wir ein Kundenportfolio von über 2.500 Kunden. Da müssten wir ein sehr hohes Vertrauensniveau haben, damit die alle glauben, dass wir die Daten nicht nutzen. Ja. Also das muss man ganz klar sagen. Also auch für den einzelnen Lieferanten eine extrem hohe Verantwortung, was er mit den Daten macht. Ja. Es liegt natürlich am Ende das im Endanwender oder im Endkunden, wie er mit den Daten umgeht, was er zulässt und was er damit macht. Das führt auch zu einem Problem, was früher gar nicht so präsent war. Die IT, die man benötigt, um das alles abzubilden, um die Daten abzulegen, das muss ja alles betrieben werden, das muss man auch noch können. Das gehört eigentlich gar nicht zum Kerngeschäft von einem Leiterplattenhersteller. Das ist gar nicht sein Ding. Er muss sich aber damit notgedrungen heute auseinandersetzen, weil A, die Daten sehr wertvoll sind, für ihn auch, ob er dafür jetzt einen direkten Anwendungsfall hat oder nicht. Und er muss das einfach ablegen und speichern. Das führt automatisch dazu, dass man Übertragungstechnologie braucht. Das führt dazu, dass man ganz viel Software im Einsatz hat, die man eigentlich gar nicht beherrscht, weil es nicht die eigene ist, weil sie zugekauft ist. Das führt dazu, dass man sich über Backup der Daten im einfachsten Falle Gedanken machen muss, weil wenn die Daten mal weg sind und aber wichtig waren, ist das ein Zustand, der eigentlich untragbar ist. Vor allen Dingen, man muss sich über das Thema Betriebsspionage Gedanken machen. Wenn ich meine Daten auf dem Speichersystem abgelegt habe und wir haben gerade gelernt, da kann man reverse engineert daraus vielleicht Rückschlüsse auf das Produkt schließen, dann wäre es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig zu wissen, wo liegen die Daten und wer darf da alles ran. Ich muss dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter nicht versehentlich an die Daten kommen, wenn sie da eigentlich gar keinen Zugriff haben sollten. Also da gibt es einen riesen Blumenstrauß plötzlich an Themen, der eigentlich gar nicht im Fokus oder in der Wertschöpfungskette des eigentlichen Erzeugers der Daten liegt. Die Möglichkeiten, Daten zu analysieren, zu verarbeiten, die schreiten ja stetig voran. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass ich vielleicht heute Daten sammeln kann, die ich noch gar nicht möglicherweise so auswerten kann und den Nutzen draus ziehen kann. Ich glaube schon, dass wir mehr Daten haben, die heute noch nicht im Fokus stehen. Oder so. Ist es dann, es gibt ja dann durchaus so Ansätze zu sagen, man sammelt alles, was man kriegen kann, weil irgendwann mal wird man dann die Möglichkeit haben, das auszuwerten. Wie stehen Sie dazu? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall sinnvoll, erstmal alles abzulegen. Natürlich ist es, wenn man mit den Daten später arbeiten will, sinnvoll, sie vorzuselektieren und nur noch die Daten dem System zuzuführen,
aus dem man ein Ergebnis erwartet. Aber nichts wird ärgerlicher sein, als in 2, 3 oder 5 Jahren festzustellen, dass ich einen gewissen Datensatz jetzt auswerten könnte, daraus einen Mehrwert ziehen könnte und ich habe den über Jahre nicht eingesammelt. Das ist, glaube ich, schlimmer, als zu sagen, ich habe Speichersysteme, die wachsen und die können heute unendlich wachsen. Es gibt keinen Grund mehr, an Speichersystemen zu sparen. Das ist einfach mittlerweile so günstig, dass es wirklich einfach unendlich wachsen kann und unendlich skalierbar ist. Okay, also Sie sagen sammeln auf jeden Fall. Was ist Ihre Meinung dazu? Also ich würde sagen, da hätte ich jetzt als Maschinenlieferant oder Messsystemlieferant schon so ein bisschen meine Bedenken. Ja. Wir haben viele Daten, also wir legen alles ab, was wir können. Vielleicht gäbe es noch ein bisschen mehr. Aber die Datenmenge ist auch für uns schon wirklich an einer Größenordnung, die für uns schon unglaublich erscheint. Wenn wir heute ein 5G-Board nehmen, das so ein Format hat, mit 10.000, 12.000 Bauelemente, haben wir nach einer Minute 1 Million Datensätze. Für uns ist das eine unglaublich hohe Sache, für jemand anderes ist das was ganz anderes, ist das einfach Peanuts. Heute haben wir aber Halbleitermodule, die so groß sind, die ein Achtel der Fläche haben, die gleiche Menge erzeugen. Das heißt also, mir macht es persönlich mehr Angst zu sagen, wir sammeln mal alles. Aber es macht natürlich auch Sinn, wenn ein guter wenn ein gutes Messergebnis da ist, dann wird es auch gesammelt, steht außer Frage. Aber kein uneingeschränktes Jahr, so verstehe ich das. Also, das muss verarbeitet werden und wir reden von der Fertigung, wir reden nicht von einem IT-Environment, wir reden von einer Produktionsanlage und Linien und man ist schon weit vorne, aber auch gerade in Europa und in Deutschland gibt es halt schon noch Systeme, die etwas betagter sind. Wenn ich so eine Greenfield Factory aus dem Boden zauber und da alles modern hinstelle, dann kann ich natürlich. Aber man scheitert manchmal einfach an den Kupferleitungen, die verlegt sind. Ja, ich verstehe. Ja, das ist, ich habe es eingangs schon mal gesagt, so eine Standard-Festplatte, 160 Megabyte speichern pro Sekunde und eine SSD, was fortschrittlich ist, immer noch nicht der neueste Stand der Technik, den 5-fachen Durchsatz. Damit ich das machen kann, muss ich aber von einem 1 Gigabit Interface, was an der Maschine anliegt, auf ein 4 Gigabit Interface hoch, damit das überhaupt geht. Das heißt, ich rede dann über eine 10 Gig Interface da dran und da gehen wir relativ schnell dann auch in die 40 Gig, in die 100 Gig Interface, weil die Daten einfach so schnell entstehen und weggeschrieben werden müssen, dass das einfach nicht immer handelbar ist. Also da macht es dann schon Sinn, wenn an der Maschine direkt vorsortiert wird, gesagt wird, gewisse Datensätze brauche ich nicht mehr, die lasse ich an der Stelle weg, damit ich überhaupt eine Chance habe, das zu übertragen. Weil oftmals reden wir in Produktionsbereichen schon immer noch über Gigabit-Schnittstellen und das ist dann langsam im Vergleich. Ja, okay. Ich habe ja auch kurz überlegt, die Daten, wenn ich die in 5 oder 6 Jahren dann nochmal verwerte, kann ich dann überhaupt, also bringen mir dann überhaupt noch was? Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß ich, dass auch bei Predictive Maintenance und auch bei Predictive Quality Ansätzen, glaube ich ja auch, durchaus auch immer historische Daten, glaube ich, noch mit einbezogen werden. Also auch Vergleichsdaten als Baseline. Ja. Also es kann schon sein, dass selbst Daten, die so ein paar Jahre alt sind, trotzdem immer noch einen Wert haben dann. Ja, natürlich. Also es kommt auf die Baugruppen an und das Environment, wenn Sie Medizintechnik, Militärtechnik nehmen oder irgendwas, Consumable, was Sie sowieso nach einem Jahr wegschmeißen, ist das ein Riesenunterschied. Also man muss sich da schon auch produktbezogen darüber Gedanken machen, ist es denn überhaupt wert? Aber ich glaube, wenn man zurückblickt, dass gerade in Deutschland der Mittelstand schon immer ein tragendes Element in der Elektronikfertigung war, dann liegt es daran, dass die sich alle auf ihre Kompetenzen und ihre Erfahrungen berufen konnten. Diese Weiterentwicklung in der Elektronik, das sind Inkrements, die man hocharbeiten kann. Man muss sich weiterentwickeln. Und ich glaube, da ist es einfach notwendig, dass man die Daten hat. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn man keine Messdaten hat, dass die in 5 Jahren noch kompatibel auswertbar sind. Also wenn wir heute von 0,5 mm als Größe sprechen, dann wird die in 5 Jahren auch noch sein. Wenn man aber von der klassischen Bildverarbeitung von Daten ausgeht, dann kann das sein, dass die Daten einfach nicht mehr verwertbar sind. Die Daten sind inkompatibel für einen Prozess. Also man muss vielleicht auch da nochmal unterscheiden, wie beschreibt man einen Datensatz oder was macht das Ganze. Wenn ich eine klare Definition habe, dann kann ich das in 5 Jahren noch verwenden. Habe ich irgendein maschinenspezifisches Ergebnis,
dann kann ich in 5 Jahren nichts mehr damit anfangen. Okay. Also auch da muss man nochmal differenzieren. Ist das, was ich abspeichere, wirklich greifbar? Okay. Also die Wertigkeit von Daten. Okay. Es muss sicher auch regelmäßig reviewt werden, brauche ich die Datensätze noch. Ne? Wenn etwas schon 5 Jahre alt ist, kann man sich durchaus die Frage stellen, will ich das noch aufheben oder hilft mir das heute tatsächlich nicht mehr? Aber das muss auch jeder für sich am Ende beantworten. Okay, ich lerne aus der Diskussion, es geht eigentlich, der Knackpunkt ist nicht die Menge an Daten, sondern wie ich aus den Daten wirklich die so analysiere, dass ich da Wissen draus ziehe. Und es kann durchaus Sinn ergeben, dann auch ruhig mal Daten zu sammeln, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht auswerten kann, weil ich sie irgendwann später mal gebrauche. Ja. Aber es braucht eine Offenheit, sowohl bei den Herstellern als auch bei den Anwendern, um dann wirklich den Nutzen rauszuziehen. Absolut. Okay. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. War sehr spannend und das Thema wird uns, glaube ich, auch noch eine Weile begleiten. Immer wieder. Gerne, danke.